Exact resemblance to exact resemblance, the exact resemblance as a resemblance. Exactly as resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Ich bin Maja Schweitzer und ich bin Videokünstlerin. Herzlich willkommen, Maja. Herzlich willkommen in Frankfurt zum Double Feature. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir sind an einem ganz besonderen Ort heute. Wir sind nämlich im Licht- und Luftbad Niederrad. Eigentlich ist das Licht- und Luftbad ja ein Park, aber früher war das hier mal ein Schwimmbad. Und diese Betonstruktur ist das Einzige, was davon übrig geblieben ist. Das Licht- und Luftbad hier in Frankfurt war auch tatsächlich das einzige Bad in Frankfurt, das bis 1938 auch jüdischen Bürgerinnen und Bürgern offen stand. Und ein Ort, an dem die Geschichte so ein bisschen versteckt ist. Und darum geht es ja auch in vielen deiner Arbeiten, also das Aufspüren von Geschichte, von Erinnerungen. Wir wollen ja heute vor allen Dingen über deinen Film Voices and Shells reden. Wie ist dieser Film eigentlich zustande gekommen, beziehungsweise was war der Prozess dieses Films? Der Ausgangspunkt war so gedacht, dass ich teilweise einen Teil von München erzählen wollte, aber wie sonst ich so in einem Ort so recherchiere, das heißt so immer so ein bestimmter Ort, dann die Geschichte von diesem Ort und dann eine besondere Geschichte, die mich so besonders anregt. Da bin ich diesmal in den Kanalisationen von der Stadt reingekommen, ein bisschen so, als ob ich in den Körper von der Stadt an den Film anfangen würde, um sich von einem ganz anderen Blickpunkt von unten diese Stadt anzunähern. Es gibt so einen Moment, so einen Anknüpfungspunkt, wo man sich in der Universität, wo Sophie Scholl so auch so mit Schnipsel von Footage von einem Film über Sophie Scholl, und das ist ja dann, und der Prospekt so fällt runter in die Stadt und dann hat man so einen Prospekt an die Wand angeklebt. Und so weiterhin. Also die Stimme entwickelt sich während des Films so. Diese ganz berühmte Szene, wie Sophie Scholl diese Flugblätter in den Innenhof der Universität wirft. Was für eine Rolle spielt Film für dich beim Erzeugen solcher Bilder und so für das kollektive Gedächtnis und die kollektive Erinnerung, also einer ganzen Gesellschaft an bestimmte Ereignisse? Das sind so Wege, die man so zusammen verbringt, und diese Erinnerungen sind so sehr stark, weil auch wenn wir so sich an den Filmen erinnert, man erinnert die immer so ganz unterschiedlich, glaube ich. Also ich versuche tatsächlich nicht so viele sehr bekannte Filme zu nutzen. Jetzt war das Die Weiße Rose, aber das habe ich auch benutzt mit dem sehr pixelisiertes Bild, was auch von YouTube bekommen habe, wo dann das auch ein bisschen so diese Usure, also die Benutzung, die Oberbenutzung auch hinterfragt vielleicht auch, und von den Bildern, die man so zu gut kennt. Es war mir so wichtig, dass man da auch so zu dem kollektiven Gewissen auch was reinbricht. Die Orte, die du in dem Film zeigst, das sind ja auch Hüllen, also Shells in gewisser Weise auch. Zum Beispiel der Führerbau, der heute die Musikhochschule ist, der Kunstpavillon. Also was war so dein Zugang zu diesen ja nicht ganz leichten Gebäuden oder auch wirklich heftigen Gebäuden teilweise? Das war natürlich sehr gezielt. Der Übergang ist auch ein bisschen klar von dieser Geschichte, ist Teil dieser Geschichte und diese Fassade. Und es war mir so wichtig, diese Zirkulation so zu zeigen. So. Der Bezug vielleicht war das auch mit dem Untergrund, was auch relativ schmutzig ist, weil das ist die Kanalisation. Also der Fluss ist ja genauso wie die Kanalisation so ein Weg durch den Film sozusagen an die Oberfläche.
eine Sache, die ja sehr häufig auch in dem Film vorkommt, immer Unterwassertiere. Also es ist immer dieser Bezug zum Wasser. Was war für dich da so die Assoziation? Also wir haben einmal diese Krabben, wir haben dann aber auch einen Oktopus relativ am Anfang. Was war so die Intention, diese Wesen, die wir ja auch nicht unbedingt so sehen, mit reinzunehmen? Das kam von so einem lustigen Buch, was ich gefunden hatte, von einem Kanal in Paris in dem Mittelalter gesprochen, wie La Seine in den Kanalisationen von Paris solche Shells, also so Tiere mit Muscheln und so entstanden sind und auch so Krankheiten zirkuliert haben und der ganze Bezug zu den Unterbewusst oder Unterwelt, den wir nicht kennen, die auch, aber mit dem wir auch koexistieren, das auch noch zu zeigen, so dass es ein Lebewesen gibt unter uns. When I run up the stairs are wide and stone. They're nasty stairs, institutional stairs. I keep running up these stairs and round the corner. I sometimes run down the stairs into the corridor and I keep running and running and running. Ein wichtiges weiteres Symbol ist ja auch die Schnecke, die ja auch in ganz unterschiedlichen Formen auftaucht. So eine Spirale ist ja so ein immer wiederkehrendes. Siehst du da auch irgendwie vielleicht Parallelen so zu deinem eigenen Arbeiten oder den Themen, die dich beschäftigen? Oder ist es einfach nur eine schöne Form irgendwie auch? Also die Treppe ist tatsächlich als kinematografisches Element oder Objekt so benutzt, weil die erzeugt so eine Parallelität zu Film, finde ich, dadurch, dass sie, also durch ihre Nutzung von des Gehens, ist sie unmittelbar so ein Bewegungsmittel. Und das gibt es auch natürlich in die Spirale und genau, um immer in Bewegung zu bleiben, einfach. Aber Bewegung ist auch ein super Stichwort, weil du ja auch gehend quasi diesen Film entwickelt hast. Also man hört ja auch deine Schritte in der Kanalisation. Also das ist ja kein statisches Zeigen dieser Gebäude, sondern man folgt so deinem Blick. Du hast es vorhin schon erwähnt, die Szene von den Flugblättern, die eben in der Universität geworfen ist, die werden ja nach draußen getragen, landen dann auf der Straße und dann an der Wand. Und da gibt es dann ja auch ganz klare Bezüge zu den verschiedenen rechtsradikal motivierten Verbrechen in Deutschland, NSU, aber auch natürlich ganz aktuell Hanau. Was war für dich die Intention, das mit reinzunehmen, also sozusagen diesen Teil des Historischen so ein bisschen zu verlassen und zu sagen, ich will jetzt aber auch diese ganz aktuellen Ereignisse, die damit ja auch zusammenhängen, mit reinnehmen? Naja, dieser Bezug zur Aktualität ist, ich glaube, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich sehr schwierig, damit zu arbeiten, aber ich glaube, der einzige Weg, sich daran zu erinnern und da vielleicht sensibel zu machen, ist das zu zeigen und das zu denunzieren. Und genau, jetzt gab es die Möglichkeit, das so einzubringen in dem Thematik des Verbrechens, was es immer noch ein Verbrechen ist.